Genau, also ich finde es auch ein richtiges Highlight tatsächlich, weil jedes Eco-Cray von jeder Tagesproduktion ist natürlich nochmal ein bisschen anders. Ist ein Unikat, kann ich sagen. Ja, ist nochmal so ein bisschen. Genau. Hi Leute, ich bin Lucien und das ist der Tobi. Hi. Wir haben heute die neuen Velo DeVille SEB 990 mit einer Enviolo. Also wenn bei dem Rad etwas ins Auge fällt, dann ist es vor allem der Preis. Weil wir haben hier ein richtig toll ausgestattetes Trekkingrad. Einmal in der Diamant-Version, einmal als Tiefeinstieg mit Gates Carbonriemen, mit Enviolo Trekkingschaltung, mit smartem Bosch-System. Und wir sind trotzdem deutlich unter 5.000 €, so um die 4.850 je nach Ausstattung. Und das ist halt richtig, richtig gut. Ne? Ja, also gerade bei den Rädern, die ihr ja auch alle kennt, die wir auch haben, oder da sind wir ja im Preisgefüge von 5,5 aufwärts. Ne? Und das schaffen wir hier deutlich unter 50. Und wir sind hier mit einem verstellbaren Vorbau, einem hohen Spacer hier. Wir haben das Intuvia 100, das neue. Und halt ja, mit der Enviolo Trekking 380, das ist schon eine feine Sache. Ordentliche Griffe, direkt schon die Ergon-Griffe drauf. Ne? Muss man nicht mehr nachrüsten, die ja auch nochmal 60 € kosten würden. Machen das Rad zu einem echten, gut ausgestatteten Rädchen. Ne? Genau, auch von der Optik her super aufgeräumt. Highlight von mir unter anderem ist der Akkudeckel. Wie wir hier den Akku reingearbeitet haben, verschwindet schön im Rahmen. Genau, hat noch einen Tragegriff, super schick gemacht. Das Teil, die Akkuklappe selbst ist gummiert, das heißt, da klappert dann auch nichts beim Fahren. So optisch ist schon ein Paket. Ne? Ja, ich finde es auch cool. Velo DeVille ist ja eine Marke aus dem Münsterland, ne? Altenberge, 15 Kilometer von der Stadt Münster. Und das Ding ist halt in der neuen Farbe Eukalyptus matt. Und wir haben noch ganz viele andere Möglichkeiten, die Räder von der Farbe her zu gestalten, weil Velo DeVille hat ganz viele Farben und jede Farbe nochmal die Auswahl in glänzend oder in matt. Hier zum Beispiel den Tiefeinstieg haben wir jetzt in auch einer neuen Farbe, das ist das Eco Grey, nennt sich das. Das ist jetzt kein Glänzen und kein Matt, das ist so ein Mischglanz, ist das so, oder wie nennen die das? Das ist ja im Prinzip... Ja, das ist Seidenmatt, ne? Seidenmatt, genau. Die Idee hinter der Farbe ist, hier wurden einfach alle Farben von der Tagesschicht zusammengemixt, die noch übrig geblieben sind, also die Farbreste. Und daraus wurde dann neuer Farbton gestaltet. Ne? Und wie wir finden, sieht das echt ganz cool aus. Und es ist natürlich noch eine nachhaltige Sache, nicht einfach den Kram wegzuschmeißen. Ne? Genau, also ich finde es auch ein richtiges Highlight tatsächlich, weil jedes Eco-Cray von jeder Tagesproduktion ist natürlich nochmal ein bisschen anders. Ist ein Unikat, kann ich sagen. Ist nochmal so ein bisschen. Genau. An jedem Tag haben wir andere Farbchargen, die verarbeitet werden im Werk, weil Velo DeVille lackiert tatsächlich noch selbst die Rahmen, auch eine Besonderheit. Das sind auch die ganz Großen, die das eigentlich eher in Auftrag geben. Das ist so ein bisschen USP von Velo DeVille, die richtig tollen Farben, die auch in Altenberge dann halt tatsächlich noch aufgebracht werden. Und ja, jetzt wirklich mal die Idee, die Farbreste weiter zu benutzen, daraus dieses Eco-Cray zu machen. Also ich finde es richtig super. Ja, gefällt mir auch schön, wie das hier so, wie man so reinguckt. Ne? Also ich mag das auch so, wenn man mal neue Farben hat, so andere, wenn man guckt mal die Struktur. Also ist schon eine schöne Farbe, wenn man dann so auf seinem Rad sitzt und guckt so auf die Downtube. Und man sieht dann, ist eine coole Farbe, das ist ja auch schon was Feines. Ne? Gut. Gehen wir vielleicht mal exemplarisch bei dem Diamantrahmen, den wir hier auf dem Podest haben, durch, was so verbaut ist. Wir haben eine Stahlfedergabel verbaut. Da sind wir im Trekking-Einstiegsbereich. Einstiegsbereich nicht, weil sie nicht funktioniert, sondern einfach, weil es halt keine Luftfedergabel ist, die nicht ganz so feinfühlig ist. Reicht natürlich für jeden Radweg dicke aus. Und gerade in Kombination mit den richtig, richtig dicken Reifen sitzen wir sehr, sehr gedämpft auf dem Rad. Ja, du sagst es schon, Schwalbe, Supermoto, der haut halt den kompletten Komfort nochmal raus. Ne? Also der ist richtig schön breit. Was ist das? 62 mm, das ist ein 2,4er. Also das ist schon, da merkt man wirklich die wenigsten Hubel. Ne? Genau, gibt es alternativ auch mit Johnny Watts Bereifung, also wesentlich stolliger. Hier haben wir jetzt die glatte Bereifung drauf, die nochmal ein bisschen besser rollt. Das kann man natürlich konfigurieren, wie man möchte, beziehungsweise natürlich auch bei uns tauschen lassen. Ja, der bewährte Dauerbrenner im Trekkingbereich,
Selo Royals 3D Skin Gel. Haben wir auf sehr vielen Premium-Trekkingrädern. Ein schöner, komfortabler Sattel, wo man schön royal drauf sitzt und der dann wirklich auf längeren Touren eine gute Figur gibt. Ja, ist bewährt, ist top. Wer halt mehr will, haben wir halt natürlich auch hier von Ergon. Müssen wir halt dann auch, gerade in Kombination mit der Sitzvermessung, kann man da individuelle Pakete schnüren für die Leute, die sagen, ich bin da ein bisschen eigen, habe da nochmal eine eigene Sache. Ja, als Trekkingrad bzw. auch als Cityrad könnte man es benutzen, auch wenn es da ein bisschen überdimensioniert ist. Ist es natürlich STVZO-konform. Wir haben die Reflektoren in den Pedalen, wir haben die Reflektoren an den Reifen und wir haben vorne und hinten eine Beleuchtung, wie sich das gehört. Von der Firma AXA, ne? Genau. Auch eine schicke Klingel, die laut genug ist und gut verarbeitet hier vorne ist. Direkt unter dem Controller von Bosch. Vor allem, weißt du, was ich richtig cool finde, Tobi? Du hast hier diese Klingel und da musst du dir nicht irgendwie Verrenkung machen, dass die irgendwo hier im Cockpit ist und ich komme da nicht dran oder muss mit dem Zeigefinger machen, sondern zack, immer schön dran und ich muss da gar nichts machen. Und dann haue ich hier, also das haben die schön gelöst, dass die hier unten unter dieser Remote ist, wo ja schon mittlerweile schon Klotz ist. Also das ist schon eine gute Sache, weil ich kann nur noch mit der Remote fahren, brauche das Display nicht mehr, weil hier steckt ja die Intelligenz drin und auch die Farben zeigen mir, in welchem Modus ich bin. Ne? Aber es ist schon mittlerweile, es ist sehr ergonomisch, aber von der Größe her ist dann mit der Klingel immer schwierig, ne, da dran zu kommen. Weil auf der anderen Seite ja die stufenlose Inviolo ist, ne, der Drehgriff. Genau, so ein paar Punkte würde ich ganz gerne einfach mal schnell durchraddern, weil ich es doch beachtlich finde. Wir haben hier ein richtiges Markenprodukt. Wir haben SKS-Schutzbleche verbaut. Wir haben hydraulische Shimano Scheibenbremsen, MT200 mit 180 mm Rotoren verbaut. Beleuchtung haben wir schon erwähnt. Wir haben den Ragtime Gepäckträger Snap-It verbaut, der auch mit 25 Kilo Traglast alles mitnimmt, was man so unterwegs braucht. Wir haben einen ordentlichen Hebi-Ständer dran, der dann auch das Rad inklusive Gepäck ohne Probleme halten kann. Also rundrum ein komplettes Markenfahrrad mit allem dran, was man da auch wirklich dran haben muss. Der Motor, natürlich neues smartes System, Bosch Performance CX haben wir drin. Mit dem großen 625 Watt Akku genau das Kraftpaket, was man auf einer richtig langen Trekkingtour auch gut gebrauchen kann. Ja. Gates Carbon, den haben wir, glaube ich, angesprochen schon. Ne? Es gibt manche Fragen noch immer oder sagen so, ja gut, das ist doch Standard. Nee, es ist nicht. Es gibt die Inviolo, gerade bei, haben wir das öfters bei Kunden, die sagen, hey Leute, ich will irgendwie unter 4000 bleiben, mir reicht auch eine Kette. Ja, es gibt tatsächlich die Inviolo auch in Kombination mit der Kette. Ist zwar seltener die Sache, aber ja, also gerade so bei manchen Marken hat man 5-Gang Nexus oder 8-Gang Nexus schon immer mit Kette gehabt. Also es ist gar nicht mal so fern. Ne? Genau, und das ist auch noch so ein Punkt, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ja, stimmt doch, Kette reicht völlig aus. Velo de Ville sagt quasi, was ihr hier seht, ist eine Plattform. Wenn ihr da jetzt eine andere Schaltung dran haben wollt, zum Beispiel mit Kette oder eben auch eine 5-Gang-Schaltung, lässt sich alles konfigurieren. Die haben einen ziemlich guten Konfigurator. Da gehen wir auch gerne mit euch durch, wenn ihr zum Beispiel sagt, Farbe muss was Fetziges sein, knallrot, gelb, was ihr auch immer im Kopf habt. Andere Schaltung, bessere Bremsen, eine gefederte Sattelstütze. Das lässt sich alles tatsächlich konfigurieren, wie man es möchte. Und auch mit Lieferzeiten, die echt in Ordnung sind. Ja, mittlerweile ist es wieder drin. Also war ja früher auch so der Gedanke Custom Bike. Das heißt, der Maßanzug oder das Maßrad wird hier für den Kunden individuell zusammengestellt. War natürlich bei Corona die letzten 2-3 Jahre ein bisschen schwierig, weil naja, die müssen ja auch irgendwie an die Teile rankommen. Wurde dann ein bisschen ausgesetzt und jetzt ist es aber wieder möglich. Das heißt, wenn ihr kommt, wir konfigurieren mit euch ein Rad, kann das schon in 2 Wochen da sein. Und das ist turbo schnell, also 2-3 Wochen. Und da könnt ihr hingehen und sagen, ja, cool, unter 5000, feine Sache, aber ich will irgendwie Night Blue Matt oder was es da noch so gibt, Stone Basalt Matt haben wir ja auch oder das Ganze in glänzend. Will die Kette haben, spare ich mir halt nochmal 300-400 Euro und schnür mir halt das Paket so, wie ich es will. Oder ihr sagt halt, oh, das passt, wie es ist, ich kann es direkt mitnehmen, muss nicht 3 Wochen warten, kann direkt loslegen und das passt auch so, wie ihr das zusammengestellt habt. Und wenn ihr sagt, ich will aber hier Johnny Watts, ziehen wir die euch um, da brauchen wir jetzt nicht extra ein Rad neu zu bestellen. Wenn ihr natürlich sagt, ich will eine andere Gabel, ja, dann müsst man es vielleicht konfigurieren. Wir können es aber natürlich auch umbauen. Ne? Also wir haben ja, auch, ja, klar. Also Gabel und sowas
Wechsel machen wir auch. Ist halt nur so, wir haben uns natürlich was dabei gedacht, wie wir die Räder konfiguriert und bestellt haben. Also wirklich die Empfehlung, probiert es mal so aus in der Konfiguration. Wir finden, da haben wir was Gutes zusammengestellt. Wenn es nicht euers ist, können wir dann ja ein bisschen anpassen. Eine Einschränkung gibt es momentan noch. 5-Gang-Narben sind nach wie vor super schwer zu kriegen. Wenn ihr die haben wollt, dann müsst ihr ein bisschen länger warten. Jo. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr von diesen Custom-Bikes so haltet generell. Oder sagt ihr, komm, ich brauche nur schwarz-weiß, die und die Ausstattung und will gar nicht irgendwie so viel im Baukasten machen, weil viele Leute überfordert das ja. Oder seid ihr eher so das Team, ey, geile Sache, ich will hier alles, ich will die Klingel, ich will den Sattel, ich will dies, das, jenes. Das würde uns auch mal interessieren. Jo, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video und euch noch eine gute Zeit. Ne? Macht's gut, ciao. Bis dann.